Hallo und willkommen zu einer Motorradtour von Garmisch über das Hahntenjoch, dann durch das Namlostal zum Tannheimer Tal. Schließlich machen wir noch einen Stopp bei den Königsschlössern in Füssen, bevor wir den Rückweg antreten. Diese Region eignet sich nicht nur zum Wandern und Wintersport, sondern ist auch für Motorräder interessant. Garmisch ist der Dreh- und Angelpunkt dieses Urlaubs und Ausgangsort für zahlreiche Touren. Vor uns liegt der höchste Berg Deutschlands, die Zugspitze. Auch die vorgelagerte Alpspitze zeigt sich von ihrer besten Seite. Auf der B23 geht's an der Loisach entlang Richtung Österreich. Das schöne und ruhige Loisachtal ist ein toller Einstieg für einen vielversprechenden Tag. Bei Ehrwald nähern wir uns dem vielbefahrenen Fernpass. Nach dessen Überquerung mit dem üblichen Verkehrsgerangel erreichen wir über die B189 den Ort Imst. Hier befindet sich auch die Anfahrt zur Ostrampe des Hahntenjochs. Diese Straße darf nur von Motorrädern mit einem Standgeräusch von maximal 95 dB befahren werden. Und das wird auch kontrolliert. Das Hahntenjoch ist durch die großzügig ausgebaute Straße leicht zu befahren und daher auch für Anfänger geeignet, Alpenerfahrung zu sammeln. Großartige Ausblicke in die Alpenlandschaft machen die Fahrt zu einem Genuss. Eine Besonderheit der Strecke sind die vielen Murenfelder. Sie stellen nur bei stärkerem Regen eine Gefahr dar, aber auch bei schönem Wetter können sich ein paar Steine auf die Fahrbahn verirren. Jetzt, Ende Mai, schmilzen die letzten Schneereste zusammen. Auf der Passhöhe von 1894 Metern tummeln sich viele Ausflügler und machen so wie wir
eine kurze Pause. Das Hahntenjoch ist eine wichtige Verbindungsstraße zwischen dem oberen Inntal und dem Tiroler Lechtal. Auf der westlichen Seite fahren wir nun Richtung Stanzach runter ins Lechtal. Auch hier ergeben sich faszinierende Ausblicke in die Tiroler Bergwelt. Der Kurvenspaß kommt ebenfalls nicht zu kurz. Das Warndreieck steht sicherlich nicht sinnlos herum. Meine Güte, der Wagen wurde ziemlich unkonventionell geparkt, aber glücklicherweise ist niemand ernsthaft verletzt worden. Unfälle, nicht nur mit Autos, kommen hier immer mal wieder vor. Der alarmierte Rettungswagen kommt nicht nur schnell, sondern uns auch gefährlich nahe. Gut, dass wir uns noch schmal machen können. In Pschlaps wohnen noch 60 Seelen, denen Tagestouristen etwas Abwechslung bringen. Vor uns liegt das idyllische Lechtal, dem wir bis Stanzach folgen, bevor wir ins Namenlostal abbiegen.
Das Namlostal ist ein Kurven-Eldorado, aber ebenfalls für übermäßig laute Bikes gesperrt. Heute sehen wir verdächtig wenig Motorräder, die uns entgegenkommen. Jetzt ist es uns klar, warum es so wenig Gegenverkehr gibt. Eine ziemlich lange Baustelle bei Rinnen. Glücklicherweise war sie an diesem Sonntag noch passierbar. Das Namlostal und damit auch Berwang wurden ab dem 12. Jahrhundert besiedelt. Erst der beginnende Tourismus machte der verbreiteten Armut im letzten Jahrhundert ein Ende. Über Reute und Weißenbach wollen wir ins Tannheimer Tal. Wir erreichen es nach einigen Anstiegen auf 1100 Metern Höhe. Das Tal ist rund 20 Kilometer lang und wird von den Tannheimer Bergen, die Teil der Allgäuer Alpen sind, umgeben. Es bietet zahlreiche Wanderwege und im Winter eine Vielzahl von Loipen. Mitten im Tal liegt der herrliche Haldensee, an dem eine Pause eingeplant ist. In Omas Geschenkeladen kann man sich mit allerlei lokalen Produkten eindecken. Die Terrasse lädt bei schöner Aussicht zum Relaxen ein. Die Pause war allerdings nicht allzu üppig, denn es liegen noch einige Kilometer vor uns. Hinter dem Ort Krähen erwartet uns eine Nebenstrecke, die nach Pfronten führt. Im beschaulichen Engetal verläuft auch die Grenze zwischen Österreich und Deutschland. In Pfronten ist kein Halt vorgesehen und so geht's schnurstracks weiter nach Füssen. Eine Besichtigung Füssens ist wegen der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr möglich. Aber bei den Königsschlössern wollen wir noch vorbeischauen.
Es ist immer wieder ein Erlebnis, den sagenhaften Schlössern näher zu kommen. Die Parkplatzsuche gestaltet sich wegen Bauarbeiten etwas schwierig. Daher legen wir kurzerhand einen Fotostopp am Straßenrand ein. Wer die Schlösser noch nicht besichtigt hat, sollte es irgendwann mal nachholen. Zur Not mit einer Kutsche. Noch immer beeindruckt machen wir uns auf den Rückweg nach Garmisch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.